vielleicht noch kommt, ihr seht, das ist hier sehr, sehr international. Die kommen aus der ganzen Welt. Und natürlich ist der Zoom auf Englisch und auf Deutsch. Ja. Genau. Warum ich spreche nicht gut Deutsch, aber ich verstehe ein bisschen. Oh, wow! Ich verstehe ein bisschen. Und ich möchte sprechen mehr, aber Gabi doesn't teach me. Then I lose my job as your translator. Wenn ich dir Deutsch beibringen würde, würde ich meinen Job als Übersetzerin verlieren bei dir. Okay. So. Shall we start? I've recorded. Yes. I've pressed record. Okay. Oh, you did. Yeah. Okay, dann sind wir jetzt live hier auf dem Zoom. Und wir sind hier mit Kass Thomas. Und Kass und ich, wir hatten neulich ein Gespräch darüber, was es braucht, dass wir wirklich uns zeigen in der Welt, dass wir wirklich unser Business explodieren lassen. Was bedeutet, dass wir wirklich das haben werden, was wir in unserem Leben wollen. So Kass and I, we had a conversation recently about what does it really mean to show up in the world, to let our businesses explode, which means to get everything we ask for. And we were talking about, like, is there this one question, this one thing that would have to change to have it? Und wir haben darüber gesprochen, ob es da diese eine Frage gibt, dieses eine Ding, dass wenn wir das verändern könnten, ob es das dann wäre. So, Kass, will you start? Yes, The one thing. Yeah, absolutely. Well, it's interesting because you talk about to have everything we want, right? Das ist interessant, weil du sprichst genau davon, alles zu haben, was wir haben wollen. So many of us actually don't have clarity about what it is that we desire. So viele von uns haben tatsächlich nicht die geringste Klarheit darüber, was es ist, was wir uns ersehnen. Often we're talking about what we desire and it's somehow an adaptation of someone else's picture. Ja. Right? Oft stellen wir uns vor, dass wir uns irgendwas ersehnen, aber dann ist es nichts anderes als die Adaptierung an die Vorstellung einer anderen Person. Yeah, so we have this checklist of what it is required to reach that, right? Someone else's picture, some other package of, you know, what we think we want, right? Und dann haben wir diese Checkliste, was es alles braucht, um das zu haben, was irgendwer anderer hat. Irgendwer anderer, der das hat, von dem wir glauben, dass wir das haben wollen. So this flawless communication, this authentic communication with yourself gives you an opportunity to find out what it is that you really desire. Ja, und wir reden hier von fehlerfreier Kommunikation, eben auch mit sich selbst. Und wenn ihr das beherrscht, dann bekommt ihr Klarheit darüber, was es tatsächlich ist, was für euch erforderlich ist. Yeah, and usually, quite honestly, it's a sort of energy, it's a vibration, it's a feeling that you'd like to have in your life all the time. Ja, und tatsächlich ist es meist irgendein Gefühl, ein Wissen darüber, eine Energie, ein Gefühl, so wie ihr sein wollt, die ganze Zeit in eurem Leben. Yeah. When I say that, I get these images of, there were some pictures of you and Greg that one of your friends photographers took, and it's walking around in nature with this smile that just transmits, you know, with the dogs around you, that sort of joy that we exude when we're happy. Ja, und jetzt, wo wir das sagen, erinnere ich mich an ein Bild von Greg und dir, wo ihr in der Natur wart und gemeinsam gegangen seid und mit diesem Lächeln auf euren Gesichtern und die Hunde waren da. Und das ist das, was wir haben wollen, dieser Ausdruck von Freude, wenn wir glücklich sind. Yeah, so getting in touch with that, with you, you know, even if you feel it's not important enough or significant enough or clear enough, it's actually an energy that you'd like to see in your life. Ja, und so, wenn ihr in Kontakt mit euch kommt, ihr müsst euch nicht einmal vollkommen klar darüber sein, was es ist, was ihr genau wollt, aber einfach in Kontakt sein mit der Energie, die ihr in eurem Leben sein wollt, haben wollt. Yeah, and so when we talk about this authentic communication, it really does start with you, right? Und diese authentische Kommunikation, von der wir sprechen, die beginnt tatsächlich mit euch. Yeah. There's that question, you know, the question in Access Consciousness we ask about choices.
what will my life be like in 5 years if I choose it, right? And it's about getting that energy that comes up when you ask that question. Wir haben in Access Consciousness dieses Werkzeug. Das heißt, wir fragen, wie wird mein Leben sein in 5 Jahren, wenn ich das wähle? Und dabei geht es um nichts anderes, sich bewusst zu werden der Energie, die wir in 5 Jahren haben werden, haben wollen. Yeah. So it's like when I ask that question about this choice for my business, for my life, is that something that turns me on, that keeps me really bubbling? Ja. Is that an energy that turns me on, right? Und wenn wir diese Frage zum Beispiel stellen in Bezug auf unser Business, sollen wir dies wählen oder das wählen, dann können wir uns fragen, was da hochkommt, wenn wir diese Frage stellen. Ist das eine Energie, die mich antörnt? Ist das eine Energie, die diese Champagnerblasen in unserem Körper produziert? Yeah. There's lots of ways people get to that energy, but having it available to you, that authentic your vibration in everything you do, all your business interactions, your planning, your choices, is really useful in your life. It really is. Und es gibt so viele Möglichkeiten, zu dieser Energie zu kommen. Aber die Tatsache, dass man sie für sich verfügbar hat, das kreiert so viel mehr in eurem Leben, euren Beziehungen, in eurem Business, überall. So what is that for you guys? What is that you'd like to have with you? Every time you go out, you want to make sure, you know, you have your lipstick, you know, that you have your kit with you, so that you can start from there. What is that for you? So, was ist das für euch, Leute? Ja, dieses Ding, das ihr immer bei euch haben wollt. Euer Lippenstift, den ihr auftragt. Das immer bei euch sein soll, dass ihr wisst, das ist das Ding, dem ich folge. Das ist das, was ich sein will. I'm so excited about these 2 days together. I mean, Gabby, you have several businesses that contribute to you. Greg's got his alchemy thing. He's also got his sessions. He's got all that going on. Alara's coming. She's got her businesses, you know. So people have a lot going on. What can you add to it that would explode? Really. Ich freue mich schon so verdammt auf die 2 Tage in Wien, auf diesen Kurs. Es sind so viele Leute da, die bereits ihre Businesses haben. Ja? Gabi, du hast da mehrere gleichzeitig, Greg auch, Alara, so viele kommen, die bereits ihre Businesses haben. Und die Frage ist, was können wir dem zufügen? So, was ist es für euch? Sagt was. Okay, Doris says, it's the joy of living, the glowing, the smile, the magic around me and in myself. Yeah, did you say that in German? Oh no, so Doris sagt, die Lebensfreude, das Strahlen, das Lächeln, die Magie in und um mich. Yeah, absolutely. And there's an energy to that. I love that. Und da ist eine Energie drauf, das liebe ich. Yeah. And when you identify that, it's like a vibration, right? We play with recognizing what it is that takes you away from that. And then how is it that you get back to that so that you can take off again, you know? So, das ist wirklich was ihr für euch wiedererkennen könnt. Und wir werden darüber sprechen in diesem Kurs, was es ist, was euch davon wegbringt und was ihr sein und tun könnt, dass es euch wieder dahin bringt. Yeah, because sometimes this automatic, you know, triggers that take us away from really the potency of and expansiveness of who we are. That's not a choice. You know, you could put on a mask and that's a choice that will create something in your life. But when it's an automatic trigger, how do you get back to it, to you, so that you can choose to put on a mask or not, you know? Ja, so und es sind diese Trigger, die ausgelöst werden von irgendwas. Und das ist was Automatisches, ja, das ist keine Wahl. Und die Frage ist dann, ja cool, wie kommen wir wieder zurück zur Wahl? Denn ihr könnt immer eine Maske aufsetzen und irgendwas anderes sein oder tun. Aber wenn ihr getriggert werdet, habt ihr keine Wahl mehr. I think this is really something very important that you just said, that we're getting out of choice when we are triggered and suddenly again run on autopilot. Und ich glaube, das ist wirklich was sehr Wichtiges, was du gerade gesagt hast, dass wir plötzlich keine Wahl mehr haben, weil etwas getriggert wird, das uns wieder auf Autopilot setzt. Yeah, and you know, the thing is, Gabby, when you get triggered and you're not even familiar with
what is really you, what is really important to you, then you could get out of that auto reaction. But where do you go? You go into another space that's not you, you know? And oftentimes you don't even realize you are triggered. Ja? Ja. Also das Ding ist halt, wenn ihr getriggert werdet, merkt ihr vielleicht, dass ihr rauskommt aus dem, was ihr seid. Ja? Aber wo gehst du dann damit hin, wenn es so ist? Und ganz oft ist es so, wir merken nicht einmal, dass wir getriggert sind, dass wir plötzlich wieder auf Autopilot rennen. Yeah, it's really that we start off with this communication with yourself, right? And recognizing when, and allowing your body to help you recognize when you're triggered, when you're not, you know, being you, right? Also wir fangen diesen Kurs wirklich an mit Übungen, um festzustellen, wann wir selbst sind sozusagen und wann wir getriggert sind, wann wir rausgebracht werden aus dem, was wir sind. Und wir machen das wirklich mit Hilfe unserer Körper. Yeah, you know, every business, every communication, the difference that you are in it, the flavor that you are in it is different than anyone else, right? So recognizing where your flavor, your pinch of salt will add something and how, not only to the business, but also to you, right? Das Ding ist, wir alle haben unsere eigene Energie, unsere ganz einzigartige eigene Energie. Das ist wie der besondere Geschmack, den wir in etwas bringen, egal ob es in unseren Beziehungen ist oder mit unserem Business. Und die Frage ist, was kann unser einzigartiger, ganz eigener Geschmack sozusagen, die Geschmacksrichtung, wie wir sind, zu unserem Business und zu unserem Leben beifügen? You know, the other thing that just was coming up to me, Alara and I were talking this morning, a lot of us lead a couple of different lives. Was mir heute auch noch so hochgekommen ist, als ich mit der Lara sprach, viele von uns leben einige ganz unterschiedliche Leben gleichzeitig. Yeah, there's a lot of us that are access facilitators. So we have our access facilitator life, and then we have our housewife or husband life, and then we have our, you know, personality, our you know, radio personality or social media personality life, right? So, und wir haben zum Beispiel, wenn wir Access-Facilitatoren sind, haben wir dieses Leben, dann sind wir vielleicht Ehefrau oder Ehemann, wir sind Hausfrau, wir sind Mutter meinetwegen, wir haben unsere Online-Präsenz mit unserer ganz eigenen Persönlichkeit. Our corporate life, if we're working in corporate, right? Oder unser Firmenleben, wenn wir in irgendeiner Firma arbeiten. And what if it's not that you cannot adapt your conversation or the way you communicate to fit the environment, but it is your adaptation, not someone else's representation, you know? Und klar könnt ihr euch in all euren unterschiedlichen Leben den Unterhaltungen, den Konversationen so anpassen, dass es für euch funktioniert. Aber ihr müsst wissen, dass es jedes Mal, auch wenn ihr euch anpasst, eure eigene Energie ist, eure eigene Geschmacksrichtung, die ihr zufügt. And that's the thing. We can adapt to that. We can control that. We can, add our own flavor to it. But oftentimes we're not doing that. But we're getting sucked in somebody else's energy. Ja, und das ist genau der Punkt. Wir können das absolut tun. Wir können uns dem anpassen. Wir können das tun, was für uns funktioniert. Aber so oft tun wir das nicht. So oft werden wir reingezogen in die Energie von jemandem anderem. And then we lose our flavor, then we lose who we be, then we lose that certain energy. Dann verlieren wir unsere Geschmacksrichtung, unsere Energie, die wir sind, zugunsten der Energie von dem anderen. Yeah, what we lose is the connection. Oh, und was wir tatsächlich verlieren, ist die Verbindung. Yeah, because when there's one thing about connecting with the energies. We've been talking a lot recently in Access about engaging the elementals, right? In order to connect with that energy, you absolutely have to be functioning from your vibration. Ja, und da geht es um Verbindung. Ja? Verbindung mit sich, it's the connection with yourself, right, with your energy. It's the connection that you, being your energy, can make with
others and with everything, right? In you, ja. So, es ist die Verbindung, die ihr mit euch habt, wenn ihr selbst seid, und die Verbindung, die ihr mit anderen aufbauen könnt, die um euch herum sind. Und wir sprechen bei Access in letzter Zeit immer sehr viel von die Elementale engagieren. Maybe if you talk about that, Kass, engage the elementals. What is the elementals? Wenn du darüber sprichst, Kass, was sind die Elementale? It's the connection. It is actually the connection that you're making with the molecular structure of everything and everyone around you. Tatsächlich ist es nichts anderes als die Verbindung, die wir eingehen mit der molekularen Struktur von allem und allen um uns herum. And it's so funny, we've been playing with this for so long. I mean, you know, we were doing this with the Tales from the Golden Planet. Greg does that with his, with the bodies. And it's funny, the look, you know, that people get when they actually connect. Ja, und wir machen das ja schon seit Ewigkeiten. Ja, wir machen das, Kass in ihren Kursen mit den Geschichten vom goldenen Planeten. Greg macht das mit den Alchemiekursen und mit Körpern. Und es ist so lustig, wenn wir plötzlich den Ausdruck auf den Gesichtern sehen, wenn da plötzlich bemerkt wird, da ist wirklich eine Verbindung. Yeah, I mean, it's like, let's do that look. So everyone get that look, right? At the same time, when you're connecting, we'll do it on 3. Ja, macht alle mal auf 3 den gleichen Ausdruck von wenn wir wissen, dass wir verbunden sind. 1, 2, 3, 1, 2, 3, you go. You know it, right? Ja, ihr kennt das alle, oder? Ihr kennt das, wenn ihr verbunden seid. Yeah. So a lot of times people are talking, you know, and they're communicating, right? Ja, manchmal reden die Leute, unterhalten sich, machen Konversationen. But when you connect, there's this alignment vibrationally, right? Aber wenn ihr tatsächlich euch verbindet, dann ist da eine Schwingung, die sich angleicht aneinander. And you feel it all the way through your core, down through your feet to the earth, up out of your head with the universe. You feel that when you start from you. Und wenn ihr das wirklich seid, so verbunden, wenn ihr beginnt bei euch, dann beginnt ihr das zu spüren in eurem Körper, in eurem Kern, durch eure Füße, mit dem Planeten, durch euren Kopf aus, mit dem Universum. Ihr seid da und verbunden. And you can connect with the energy of anything. You can connect with the energy of a person or anyone, a person, a business, and understand not necessarily cognitively what it is you have to tweak or change so that it is more expansive. Ja, und ihr habt die Fähigkeit, euch mit allem zu verbinden. Mit jeder einzelnen Person, mit eurem Business, mit allem, womit ihr euch eben verbinden wollt. Und dann bekommt ihr das Gewahrsein darüber, was ihr verändern müsst, um etwas zu verändern. And we've been exercising this muscle for years, whether you've been doing access, transcendental meditation, or, you know, all kinds of tools you've been using to exercise the muscle. And now that we're trained, let's use it. Und wir haben diesen Muskel seit Jahren oder Jahrzehnten vielleicht sogar schon trainiert. Ob wir nun Access Consciousness machen oder transzendentale Meditation oder was auch immer. Aber jetzt ist es mal an der Zeit, diesen Muskel auch zu benutzen. Yeah, a lot of us have been doing a lot of things. I know Tulia's been doing a lot, Alara too, sharing things with people, inviting people to make that connection through any way possible. Ja, und viele von uns versuchen oder arbeiten schon die ganze Zeit damit, mit all diesen verschiedenen Werkzeugen, um Leute dazu einzuladen, diese Verbindung einzugehen. And the communication part comes when you're willing really to engage. You know, step 5 is engage the universe in the 7 steps, but you're really willing to engage your capacities and utilize them to actually shift things. Ja, so der 5. Schritt ist das Universum engagieren und damit einhergeht, all eure Fähigkeiten zu engagieren, für euch verfügbar, zugänglich zu machen, sie zu verwenden, um die Dinge ins Leben zu rufen, die ihr haben wollt. And I'm so grateful, I've got to tell you, when we do these encounters, if it's, and work on this communication, because you have people in your life who will invite you when you're not doing it,
Greg and Gabby, when you're not being it, right, will invite you to step into it. Because only you can tweak it for your life and your business. Only you can do that. Ja. Und ich bin immer so dankbar, wenn wir all diese Übungen machen, denn wir sehen so sehr, wie wichtig es ist, diese Verbindung zu haben und Menschen um uns herum zu haben, die uns immer wieder einladen, das einzugehen, wenn wir mal draußen sind, ja, die uns wirklich zeigen, okay, da ist die Einladung, du kannst wieder das haben, du kannst wieder diese Energie sein. Yeah, and it never shows up the way you think it's going to. Und auch das zeigt sich niemals so, wie man es erwartet. Oft sind die Leute, die einen wieder zu einladen, was völlig anderes, als man erwartet hat. I remember Bad Gal's on here. I remember I was in Israel and I was sure the first time I went to Israel, I was going to meet the Messiah. Ich erinnere mich, als ich in Israel das erste Mal war. Ich war sicher, dass ich jetzt dorthin gehe und den Messias treffe. And I went to, I had this interview on this television, and I said that to them, and I said, you know, what I got real clarity on here was on business. So what if that were the coming, the second coming that you've been awaiting? Und ich habe damals ein Fernsehinterview gegeben und habe gesagt, also hier bin ich mir plötzlich vollkommen klar geworden über mein Business und über Business an sich. So was, wenn das das zweite Erscheinen des Messias wäre. The business of your life. Ja, the business of your life, das Geschäft eures Lebens, das Business, das euer Leben ist. So come on, guys. So what is it that you know you could tweak in your life that would create a major shift? What is that? So Leute, was ist es, was ihr wisst? Was ist es, was ihr zwicken könnt sozusagen, klein bisschen verändern könnt, tricksen könnt, dass die großartige Veränderung in eurem Leben bringen würde? For me, I know that it is the willingness to step into and step up to that continuously. Für mich ist es das Wissen oder die Bereitschaft, die kontinuierliche Bereitschaft, das Gewilltsein, es immer zu sein. Yeah, and continuously is different a little bit than consistently, because consistently there's no variation and energy is always varying, right? Also es geht nicht darum, es beständig zu sein, sondern es kontinuierlich zu sein. Beständig bedeutet immer das Gleiche zu tun, kontinuierlich ist etwas weiterführen, wie auch immer. Without definition. Yeah. When you're present with that and you recognize and you're connected, you recognize when there's an opening. And it's the moment for you to engage and really share something. Wenn ihr wirklich präsent mit euch seid, mit eurer Energie, mit eurem Wissen, dann werdet ihr erkennen, wenn der Moment da ist, sich mit etwas zu verbinden, sich für etwas zu engagieren, was die Veränderung bringt. Yeah, and it's not about learning it, it's just about recognizing it. Ja, und es geht nicht darum, es zu lernen, es geht darum, es zu erkennen. But, you know, in this class, I mean, we had this class last year in Vienna as well. We do so many exercises, which is different to other classes, where you can really feel it in the other person and in yourself. So in diesem Kurs, wir haben den Kurs in Wien letztes Jahr schon mal gehabt, der Unterschied ist wirklich, wir machen so viele Übungen, dass wir quasi in Verbindung mit der anderen Person es erkennen, in der Person und in uns selber. Yeah, because that's what I mean. It's not about learning it. It's about recognizing how much you already know about it and then proactively choosing what is the energy you want to contribute to an interaction or to a business. It's actually recognizing it. So we do those exercises so that people can say, oh yeah, I do this then, I do this. I do put one foot in front of the other, actually. I already do this. And what would it take to do it consciously and also working towards what I desire? Sorry, that's a lot of English. Ja, es geht tatsächlich darum, es zu erkennen, in dir selbst zu erkennen. Und dann statt automatisch zu reagieren mit irgendwas, was getriggert wird, zu erkennen, wenn du es bist, wenn du weißt, was die andere Person an Energie ist. Und dann bewusst zu wählen, etwas zu sein, etwas zu sagen, etwas zu tun, das ein Beitrag ist. This is so true because we know it and sometimes our knowing gets lost
because we are again triggered, suck into the energy of somebody else, and then we totally lose it. And the thing is like to consciously being willing to consciously choose what to do, what to say, what to be, without getting sucked into something else. Absolutely. Also darum geht es wirklich. Für mich ist es das. Wir haben alle die Fähigkeiten, alle das Wissen. Aber oft tun wir es unbewusst, wir bemerken es nicht, lassen uns einfangen von der Realität anderer, in die Universen anderer ziehen, gleichen uns an der Energie von anderen. Und da muss dann diese Gewilltheit kommen, wirklich bewusst zu wählen, was wir tun, was wir sein, was wir sagen wollen, um etwas der Situation oder der anderen Person oder uns beizutragen. Yeah. Can I ask something about you, Kass, that I have noticed? So I've also attended a couple of her 7 steps to communication and, of course, a whole lot of other classes. But I think one of the things that I've enjoyed the most about you and the way you are in the world is your... Sorry, I will let you translate that. Oh, ich habe schon sehr, sehr viele Kurse bei dir mitgemacht, Kass, und auch die 7 Schritte schon ein paar Mal. Aber etwas, was ich an dir ganz besonders schätze, ist deine Art und Weise zu kommunizieren. Is your energetic communication with everyone that you have ever crossed paths with? Also es ist deine energetische Kommunikation mit jedem, mit dem du jemals eine Begegnung hattest. And you maintain that connection with them, even though you may not be verbally communicating as much. Und tatsächlich hältst du diese Verbindung mit all diesen Menschen, die jemals deinen Weg gekreuzt haben, aufrecht, selbst wenn du nicht einmal verbal mit ihnen kommunizierst. Yeah, and you know, we all do that actually. We just put up the constructs and separations and barriers just in our psyche and in our mind, but the bodies are already communicating already. So how much effort do we put into pretending it's not happening? Tatsächlich tun wir das sowieso alle die ganze Zeit, ja? Selbst wenn wir Barrieren hochziehen und alle möglichen Dinge vor uns haben und wir so tun, als wären wir nicht verbunden. Unsere Körper sind es ohnehin die ganze Zeit, die kommunizieren. Yeah, and if we didn't have those up, a lot of times people, okay, take those down and then they feel overwhelmed by all of that energy coming in, right? Und dann, wenn wir die Barrieren mal runtergeben, das ist ja ungewohnt plötzlich, das ist ja unvertraut, weil plötzlich kommt all das Zeug auf uns zu und dann fühlen sich die Leute überwältigt von all dem, was sie plötzlich wahrnehmen. And for me, that's the brilliance of the 7 steps, because it's simple. It gives you some simple, basic tools to always go to. That start with that communication with you, and let's say finish, right, with the communication with the earth. So you have your escape hatch, right, from panic and overwhelm on various different levels. You have different exits. From, das ist wirklich so, was ich liebe und was die Brillanz der 7 Schritte ist. Ja? Es beginnt damit, dass du dich mit dir verbindest und endet sozusagen damit, dass du dich mit der Erde und dem Universum verbindest. Und wenn du dann Situationen hast, wo du in Panik gerätst, wo du plötzlich nicht mehr du bist, hast du deine einfachen Werkzeuge, um dich wieder dahin zu bringen. Yeah, I'm really excited about the weekend because of, you know, because you guys are there. I mean, I'm great. I've got great ease in facilitating and stuff, and I'm excited the ease that the people that are showing up that we have with one another also. Yeah. And so what else, the richness for me, I know I'm gonna receive so much. So, ich bin schon total aufgeregt und freue mich schon total auf diesen Kurs am Wochenende in Wien. Ihr seid da und ich weiß, dass es voller Leichtigkeit sein wird und ich freue mich darauf, mit wie viel Leichtigkeit wir da zusammenkommen werden. Und ich weiß, dass ich dort so viel empfangen werde. Yeah, it really is an explosion into a different, for me, into a different reality. So it has to get better. Ja, es ist wirklich für mich jedes Mal eine Explosion in eine andere Realität und wie wird es noch besser? And I mean, we started this conversation with what is the one thing? And so I got, there is no one thing.
there is just choice and choice and choice over and over again. Ja? Und wir haben diese Konversation begonnen mit der Frage, was ist dieses eine Ding, das wir verändern können? Und ich habe realisiert jetzt, es gibt nicht dieses eine Ding. Es gibt immer nur eine Wahl und noch eine Wahl und noch eine Wahl. Yeah, and every choice is one thing. Ja, und jede Wahl ist ein Ding. Is that one thing you? Is that one thing choosing? Is that one thing in the present? And yeah. Das eine Ding du, das andere Wahl, das andere Ding ist das hier in der Gegenwart. Yeah. Yeah. So we'll definitely post it. We've got Greg who's going to post it right away, the video, but also the links. And if people want to follow online too, that would be awesome. Ja. So, also wir haben diesen wunderbaren Kurs mit Kass am Wochenende in Wien. Das ist das Wochenende, 7.8. Und wer nicht in Wien dabei sein kann, es gibt die Möglichkeit, zumindest am ersten Tag online dabei zu sein. Und ich habe schon ein paar solcher Kurse mitgemacht. Und es ist jedes Mal immer etwas Neues für mich dabei. Die Energie von Kass und von der Gruppe verändert jedes Mal etwas für mich. So, der erste Tag ist online verfügbar. Der zweite Tag nicht, weil da machen wir wirklich Gruppenarbeit und Kass befasst sich wirklich mit jedem Einzelnen, mit all den Sehnsüchten und Wünschen, die wir haben und dem Wissen, das wir haben, zu dem wir aber noch keinen Zugang haben, um das rauszukitzeln. So, the first day is available online as well for all those that can't come to Vienna. Second day not, because second day is really intimate and private, and you're working on every single person. Yeah, so, and we're working in groups on the second day, so if you're 2 or more people who would like to join online on the second day, that's great, but alone, it doesn't work so well. Oh, I didn't know that. So, wenn ihr euch in Paaren zusammentut, so zum Beispiel, oder in 3er-, 4er-Gruppen, könnt ihr sogar am zweiten Tag auch online teilnehmen. Aber da geht es wirklich um Gruppenarbeit und Einzelfacilitierung. I love Brigitte is on a train or something watching us, and there's the beautiful... Ja. Brigitte ist im Zug und beobachtet uns von dort. Cool. Awesome. So, right. So you're flying tomorrow? We see you on Yes, Saturday. ma'am. Also, Yes. es geht morgen los und am Samstag früh treffen wir uns in Wien zu diesem wunderbaren Kurs. Awesome. Okay, so thank you so much, everyone. Danke euch auch. Bye. Thank you. Ciao. Bye. Bye. Yes, bye. Thank you.